Mein heutiger Gast ist eine der letzten Zeitzeuginnen des Nationalsozialismus. Als Neunjährige lebt Carla Spargerer in ständiger Angst. Ihr Alltag wird bestimmt von Bombenangriffen und dem Terror der Nazis. Viele Jahre spricht sie gar nicht über diese Zeit. Doch heute will sie andere warnen, damit so etwas nie wieder passiert. Schönen guten Morgen, Carla Spargerer. Guten Morgen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, bei dir zu Hause. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Du hast jahrzehntelang nicht über deine Erlebnisse gesprochen. Warum sprichst du jetzt darüber? Ich war eigentlich überzeugt, es ist nicht nötig, dass ich darüber spreche. Ich habe das nie vergessen, aber ich war so überzeugt, die Zeit zwischen 1933 und 1945, die wiederholt sich nicht mehr. Ich glaubte, die Menschen haben aus Fehlern gelernt. Ich habe gedacht, also Nazis, das gibt es bei uns nicht mehr. Also ein kleiner Satz hätte ich mir vorstellen können, aber dass so viele plötzlich aus ihren Löchern rauskommen, das hat mich eigentlich dazu bewogen, jetzt wieder darüber zu sprechen. Erstens einmal, dass die Jugend wissen, wie es ist, in einer Diktatur zu leben. Und ich denke auch, das ist man diesen Frauen und Männern, die im Widerstand waren, ist man denen schuldig. Ich will gegen das Vergessen sprechen. Du erzählst deine Lebensgeschichte ja in Schulen. Wie erreichst du die Jugendlichen und die Kinder? Eigentlich nur, indem ich ihnen erzähle, wie meine Kindheit war und was ich erlebt habe. Ich komme aus einer politisch verfolgten Familie. Meine Großmutter mütterlicherseits und die Brüder meiner Mutter waren Kommunisten. Und meine Großmutter hat mir oft erzählt, dass sie durch Armut zur KPD gekommen sei. Ganz kurz, die KPD ist die sogenannte Kommunistische Partei Deutschland. War die Kommunistische Partei Deutschland, ja. Okay. Wenn dein Erfolgsrezept ist, dass du den Kindern und Jugendlichen den Krieg aus dem Blickwinkel eines Kindes beschreibst, wie sieht Krieg aus den Augen einer Neunjährigen aus? Schlimm, sehr schlimm. Also bevor der Krieg begann, war das eigentlich ein einschneidendes Ereignis, als meine Großmutter von der Gestapo abgeholt wurde. Meine Großmutter wurde 1936, kam die Gestapo und verhaftete meine Großmutter. Einmal schnell, die Gestapo ist die sogenannte geheime Staatspolizei. Die geheime Staatspolizei. Das war die Einsatztruppe des Naziregimes. Das Naziregime, da kam die, also da war die geheime Staatspolizei und die verhaftete meine Großmutter. Das war eigentlich das Erste, was sehr einschneidend war. Meine Großmutter war eine gütige Frau. Und die kam hier, wir haben ein wunderschönes Mannheimer Schloss, das kennst du sicher. Und der Seitenflügel war das Untersuchungsgefängnis. Und da war meine Großmutter in Untersuchungshaft. Bei der Hauptverhandlung konnte man ihr nur nachweisen, dass sie Geld und Lebensmittel gesammelt hat für Familien, deren Männer und Väter schon inhaftiert waren. Das Urteil lautete 18 Monate Zuchthaus. 18 Monate Zuchthaus, weil sie versucht hat, Familien zu unterstützen? Deren Männer, es waren Widerstandskämpfer, nicht? Die Familien waren mittellos und die hatten ja meistens viele Kinder. Meine Großmutter kam in das Frauenzuchthaus nach Bruchsal und weißt du, 18 Monate sind eine lange Zeit für ein Kind, das seine Großmutter sehr liebt. Das war eigentlich das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist. Carla, wie hast du Judenhass erlebt in der Zeit? Den habe ich sehr stark erlebt. Ich kann mich da sehr gut daran erinnern. In Mannheim waren an vielen Geschäften gestanden, kauft nichts bei Juden. Oder weißt du, was ich mich erinnere? Man hat damals hauptsächlich Männer, ich war ja nicht so oft in der Innenstadt, aber wenn wir in der Stadt waren, dann sind mir viele Männer begegnet, die haben da eine Aktentasche unter dem Arm gehabt. Wir wussten dann, dass sie den Judenstern verdeckt haben. Das wusste ich durch meine Großmutter. Und mein Vater hat in einer jüdischen Firma gearbeitet. Und wir waren, die Inhaberinnen waren zwei Schwestern, Helene und Elise Kallenbach. Und meine Eltern waren mit den Schwestern befreundet, denn ich war sehr oft bei ihnen, auch in ihrer Wohnung. Ich erinnere mich, ich habe gern Matze gegessen, das ist so ganz dünnes jüdisches Brot. Vom Erzählen her weiß ich, dass mein Vater beiden Schwestern geraten hat, gehen Sie weg aus Deutschland. Da braut sich etwas zusammen. Sie wussten natürlich von meiner Großmutter. Beide Schwestern sagten zu meinem Vater, nein, Ludwig, wir müssen nicht weg. Uns passiert nichts, wir sind doch Mannheimer Bürgerinnen. Und dann kam diese furchtbare Reichspogromnacht.
Die Reichspogromnacht war die furchtbare und berüchtigte Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Ja. Magst du einmal beschreiben, was die Reichspogromnacht war? Ja, das kann ich dir jetzt sagen. Also meine Eltern, wir fuhren früh morgens mit der Straßenbahn vom Waldhof in die Stadt. Am Marktplatz, ich war dabei, am Marktplatz stiegen wir aus und dann waren da überall SA-Männer, aber überall in ihren braunen Uniformen, hohen Stiefel. Die haben Möbel, Bilder, Kinderspielsachen, alles auf die Straße geworfen. Und wir sahen, wie sie Frauen und Männer abführten. Die hatten in der Hand einen Koffer oder eine Tasche, aber wir sahen, wie verzweifelt diese Menschen waren. Wir sind dann sehr schnell in die Straße, wo die Firma war. Von weitem sahen wir schon, das Hoftor stand offen. Ich weiß, es war ein großes Hoftor. Und durch das Hof ging man durch das Hoftor und gleich auf der linken Seite war das Büro, ein kleines Büro, das war verwüstet. Schubladen rausgerissen, ein Panzerschrank stand offen. Mein Vater ging noch mal durch das ganze Haus, es war niemand mehr da. Gegenüber war die Synagoge. Und ich hörte, wie mein Vater sagte, die haben drinnen gesprengt. Vor der Synagoge stand ein SA-Mann, der hatte neben sich ein Schild. Und da stand in Süderlin-Schrift, Besichtigung 10 Pfennig. Und dann habe ich scheinbar sehr laut gerufen, erst machen die alles kaputt und dann verlangen sie noch Geld dafür. Ich weiß nur noch, dass mir meine Mutter ganz fest den Mund zugehalten hat und wir sind wieder nach Hause. Meine Eltern haben sehr oft von den Schwestern erzählt. Sie machten sich Sorgen. Die Nazis behaupteten ja, alle Juden wären in Internierungslager gekommen. Erst nach dem Krieg erfuhren wir, was wirklich war. Was hat man sich damals vorgestellt, was Internierungslager eigentlich sind? Naja, also weißt du, wenn man aus einer politisch verfolgten Familie kommt, hat man schon gewusst oder Vorstellungen gehabt, das waren Zuchthäuser oder die waren halt eingesperrt. Das Wort, ja, Internierungslager, da haben wir gedacht, die sind in Lagern untergebracht. Hätte sich doch niemand vorstellen können, dass Menschen anderen Menschen sowas antun können. 6 Millionen Menschen, Männer, Frauen und Kinder jüdischen Glaubens, wurden auf bestialische Weise ermordet. Man rechnet im Ganzen mit 60 Millionen Toten in nur 12 Jahren. Das ist unglaublich, aber es ist wahr. Und jetzt erzähle ich dir was. 2018, als wir das erste Mal an einer Schule waren, lernten wir einen jungen, sehr engagierten Lehrer kennen. Ich habe ihm von den Schwestern erzählt und als wir uns wiedersahen, konnte er mir sagen, beide Schwestern kamen nach Gurs, Konzentrationslager in Südfrankreich, und wurden dort ermordet. 80 Jahre nach dem Holocaust habe ich erfahren, welchen Weg die Schwestern gehen mussten. Ich weiß, es sind nur 2 von Millionen, die nicht vergessen werden. Aber solange ich kann, werde ich jedem erzählen. Ich kannte 2 Schwestern, es waren Mannheimer Bürgerinnen, die wurden ermordet, weil sie jüdischen Glaubens waren. Und ich werde jeden fragen, wer hat das Recht, Menschen zu ermorden wegen ihrer Religion, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer sexuellen Neigungen? Niemand, gar niemand hat das Recht dazu. Und es ist wunderbar, dass du das machst. Und es ist wichtig, dass du das machst. Und, ja, aber das, weißt du, das ist das, was mich so bewegt und was ich einfach weitergeben will. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du wirklich verstanden hast, jetzt beginnt der Krieg? Am 1. September 1939 war Kriegsbeginn. Mein Vater wurde sofort eingezogen. Am selben Tag? Am selben Tag, sogar noch einen Tag vorher. Also, und wurde eingezogen. Der kam im November 1947 aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Hause. Also er war über 8 Jahre alt? Ja, da war er 45 Jahre alt, war ein alter, kranker Mann. Ich sage nicht sehr alt geworden. Jeder Mensch weiß, dass ein Krieg zum Schlimmsten gehört, was über ein Land kommen kann. Aber wie schlimm ein Krieg wirklich ist, das wissen nur die, die ihn mitgemacht haben. Für dich als Kind, kannst du das Gefühl beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn der Vater einberufen wird? Es war furchtbar. Ich war ein Einzelkind und natürlich mein Vater, das war für mich alles. Väter und Mädchen, das ist so eine besondere Liebe. Und ich habe furchtbar gelitten. Ich erinnere mich noch, das war mein Vater mal auf Urlaub.
Der hat ja, ich glaube, nach 20 Monaten hat er mal auf Urlaub gehen können. Und ich bin dann mit ihm an den Bahnhof Waldhof, ist er weggefahren. Mir ist beinahe das Herz gebrochen. Und das war eigentlich der letzte Urlaub, an dem er da war. Dann kam Kriegsende und die Kriegsgefangenschaft. Ja. All diese Selbstverständlichkeiten, die du erzählst, die für deine Generation oder auch noch für die Generation danach noch verständlich sind. Es gab sowas wie Fronturlaub. Ah, ja, also, ja, mein Vater hat von Russland aus Fronturlaub gehabt. Genau. Der letzte Urlaub, da habe ich Konfirmation gehabt, ob er deshalb, das war dann 1944, ob er deshalb Urlaub bekommen hat, das weiß ich nicht. Aber das war das letzte Mal, als ich meinen Vater im Krieg noch mal gesehen habe. Ne? Genau, es gibt einen Alltag im Krieg. Natürlich. Wie sah dein Alltag im Krieg aus? Wie sah der Alltag eines Kindes im Krieg aus, hier in Mannheim? Wenn ich da zurückdenke, damals dachten wir, das wäre normal. Wir mussten uns ja arrangieren. Wir gingen morgens in die Schule. Wenn Fliegeralarm war, gingen wir mit der Klasse in den Bunker. Ist man im Krieg in die Schule gegangen? Natürlich. Jeden Tag? Jeden Tag. Aber oft waren Fliegerangriffe. Wir hatten ganz in der Nähe von der Schule einen Bunker. Wir haben viele Zeit auch im Bunker verbracht. Also, ja, es waren dann 2 so alte, pensionierte Lehrer. Der Lehrer Ziegler und der Lehrer Filzinger. Der Filzinger, der für uns zuständig war, war ein überzeugter Nationalsozialist. Der war gleichzeitig noch Rektor, den haben wir kaum gesehen. Rechnen, Schreiben, Lesen war das Einzigste. Aber unser Geschichtsunterricht war jeden Morgen sein Wehrmachtsbericht. Der kam jeden Morgen ins Klassenzimmer, schrie Heil Hitler und hat uns dann erzählt, wo unsere siegreichen Truppen vorgedrungen waren und was sie erobert haben. Und das war der Geschichtsunterricht? Das war, ja. Nur von der vielen Toten, da hat er nie etwas erzählt. Fliegeralarm. Menschen wissen das nicht mehr. Ne? Also gerade junge Menschen wissen das nicht mehr. Was ist Flieger? Wie häufig kam das vor? Hat man in der permanenten Angst gelebt davor? Ja, vor kurzem war mal wieder, sind die Sirenen geprobt worden. Ich kann das nicht hören. Selbst wenn ich dir das jetzt erzähle, läuft mir das eiskalt den Buckel runter. Das kann man nicht beschreiben. Da war Voralarm. Dann habe ich was ganz Wichtiges, was ich dir erzählen kann. Wir haben dann, weil wir einen weiten Weg hatten, wir waren Bunker gebaut, wir hatten einen weiten Weg, bekamen wir Betten zugewiesen. Und da konnten wir schlafen und waren sicher. Ich bin mit meiner Freundin dann zusammen abends bei Zeit in den Bunker gelaufen. Es war Herbst oder es war so Dämmerung. Eigentlich hätte es immer dunkler werden müssen. Plötzlich sagt meine Freundin, eigentlich wird es ja immer heller. Wieso? Haben wir uns rumgedreht, waren Christbäume am Himmel. Weißt du, was Christbäume waren? Es waren die Engländer, soviel ich weiß. Die haben Leuchtmunition kann man nicht sagen, Leuchtkörper an den Himmel gestellt. Das war wie ein Christbaum. Da wurde es taghell. Die haben behauptet, da hätte man sogar eine Katze laufen sehen können. Und wir wussten, die erste Staffel hat die Christbäume gestellt. Nach 9 Minuten, ich glaube nach 8 oder 9 Minuten kam die zweite Staffel, die mit den Bomben. Du kannst dir denken, wie wir gerannt sind. Wir sind gerannt um unser Leben, dass wir noch im Bunker waren. Und das waren natürlich Sachen, die vergisst man nicht. Gut, man denkt nicht immer dran, das ist ganz klar. Aber seit ich mich halt doch wieder mehr mit dieser Zeit beschäftige, fällt mir doch das ein und andere immer wieder ein. Aber allein die Tatsache, ne, wenn du an der Schule sitzt, ich stelle mir das vor, du sitzt an der Schule und erzählst jungen Menschen davon, dass ihr einen festen Bunker habt und ihr habt zugewiesene Betten in diesen Bunkern. Alleine die Tatsache, dass man damit leben muss, ne, mit der Angst leben muss, dass auf einmal der Fliegeralarm losgeht und dann läufst du im wahrsten Sinne um dein Leben. Und am Anfang vom Krieg gab es ja noch keine Bunker. Und die Fliegerangriffe waren auch noch nicht so stark, 40 oder 41. Aber da war in unserem Haus, wo wir wohnten, wir hatten eine Gastwirtschaft, da waren so gewölbte Bierkeller. Das waren dann Luftschutzkeller. Wir waren fast angezogen im Bett gelegen, weil das einfach nicht gereicht hätte. Du hast dich nicht ganz ausgezogen, hast die Unterwäsche oder was halt angehabt, dass du gerade noch in was reingeschlüpft bist, Koffer geschnappt und bist in den Luftschutzkeller. Das war dann da bei uns im Haus. Da kamen dann aber auch Leute aus der Nachbarschaft. Das war ein ausgewiesener Luftschutzkeller. Aber wenn da eine Bombe direkt drauf wäre, hätte es nichts mehr, hätte es auch nichts genützt. 1945
endete der Krieg. Ja. Wie hast du die Befreiung erlebt? Ja, bevor die Befreiung kam, kam ja die Ermordung von den Widerstandskämpfern dieser kommunistischen Gruppe vom Mannheim, vom Waldhof. Das war am 15. September 1942 kam Frau Lechleider, die Frau von Georg Lechleider, zu uns nach Hause. Wir wohnten in der gleichen Straße und ich wurde an eine Plakatwand geschickt. Und es war ein großes rotes Plakat, da standen viele Namen drauf. Georg Lechleider stand an erster Stelle und dann standen einige, die ich sehr gut kannte. Alle, die auf diesem Plakat standen, wurden durch das Fallbeil hingerichtet. Und ich war damals knapp 13 Jahre alt und heute bin ich 91 und immer wenn ich davon spreche, dann spüre ich noch, wie das war. Wir saßen in unserer Küche, Frau Lechleider, meine Großmutter, meine Mutter und ich, und wir weinten. Wir versuchten zu trösten. Ich war noch so jung und ich wusste schon, dafür gab es keinen Trost. Weißt du, diese Sachen haben mich geprägt. Die haben mir gezeigt, so kann man nicht mit Menschen umgehen. Ja, und dann kam, erinnere ich mich natürlich gut, der März 1945. In der letzten Märzwoche konnten wir gar nicht mehr aus dem Bunker raus. Da war ein Fliegerangriff nach dem anderen. Und am 27. März, das war der Geburtstag meiner Mutter, deshalb weiß ich das Datum so genau, da hieß es plötzlich, die Amerikaner kommen. Da wurde gleich eine weiße Flagge gehisst und nach einiger Zeit trauten sich Männer raus und kamen zurück und haben gesagt, die Amerikaner sind da. Die sind von Sandhofen, Schönau, Waldhof, Gartenstadt weiter nach Keverdal, also um Mannheim herum. Und nach einiger Zeit hieß es dann, der Krieg ist aus. Wer noch ein Zuhause hat, kann nach Hause. Aber viele mussten im Bunker bleiben, weil zu Hause alles in Schutt und Asche lag. Kriege und Diktaturen wecken oft die niedrigsten Instinkten in Menschen. Ich bin überzeugt, mancher hat sich später geschämt für das, was er gemacht hat. Aber dann war es halt zu spät. Für viele war ein verlorener Krieg eine Schande, für uns nicht. Für uns war Befreiung. Mein Vater war 32er Jahrgang, ne, deswegen sind diese ganzen Geschichten und Erfahrungsberichte bei uns ganz wichtig gewesen in der Geschichte. Und er hat viele Dinge erzählt, die mir jetzt wieder hochkommen, wo du so erzählst. Er hat zum Beispiel erzählt, der wichtigste Tag in seinem Leben war der Tag der Befreiung, der 8. Mai 45. Und ich weiß noch, wie ich ihn dann gefragt habe, er hat mir das als Kind schon erzählt. Und da war ich natürlich total eingeschnappt. Ne? Weil ich war so, wir sind doch 4 Kinder, ist nicht die Geburt deiner Kinder wichtiger? Und er meinte, ihr wärt ja alle nicht geboren, hätte es diesen Tag nicht gegeben. Natürlich. In der letzten Zeit mache ich mir oft Gedanken über mein Leben. Hängt wahrscheinlich mit meinem Alter zusammen. Am Anfang meines Lebens, als ich ein Kind war, hatte ich oft Angst. Ich hatte Angst um meine Großmutter. Ich wusste ganz früh, was die Gestapo, die geheime Staatspolizei ist. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst um meinen Vater im Krieg und ich hatte Angst im Krieg. Nun lebe ich seit über 70 Jahren in einer Demokratie. Ich weiß, auch in einer Demokratie gibt es Probleme. Daran kann man arbeiten, ohne Angst. Und ich war überzeugt, unsere Demokratie hat Bestand. Aber nun an meinem Lebensabend muss ich erleben, dass wir wieder einen Antisemitismusbeauftragten brauchen. Ich muss erleben, dass ein Politiker, Walter Lübcke, vor seinem Haus erschossen wird. Ich erlebe Hameln, ich erlebe Hanau und vieles, vieles mehr. Und jetzt spüre ich wieder was. Aber ich habe mir vorgenommen, ich habe keine Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Deshalb werden wir weiterhin hauptsächlich an Schulen gehen und werden den Jungen zurufen, passt auf, hört genau hin, ihr seid unsere Zukunft. Und wenn es sein muss, dann stehen wir gemeinsam auf und kämpfen um unsere Demokratie. Es lohnt sich. Vielen, vielen Dank. Ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen. Genau so ist es. Und ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte mit uns teilst, dass du warnst davor, dass es wieder so wird. Und dass ich hier in Mannheim bei dir zu Hause sein darf. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie heute wieder dabei waren. Seien Sie auch nächstes Mal dabei bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, schönen Sonntag.